Willkommen zu Videowissen. Wir hatten ein paar Fragen zur Thermodynamik des Lebens und wollen da heute ein bisschen drauf eingehen, also insbesondere auf die Rolle der Tierwelt. Heute wollen wir uns nochmal mit der Biosphäre beschäftigen und ich möchte auf ein paar Kommentare eingehen, die im Video von Urknall, Weltall und das Leben zum Kraftwerk Erde und der Thermodynamik des Lebens, da möchte ich drauf eingehen. Und ein paar Kommentare zielten darauf ab, welche Rolle eigentlich die Tiere spielen, die Tierwelt in der Biosphäre. Und da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen und das ein bisschen weiterfassen in der Thematik, wie eigentlich Tiere, wie man das thermodynamisch verstehen kann, als eine Komponente, wie die Biosphäre auf der gesamten Ebene, auf dem gesamten Planeten sozusagen ihre Leistung maximiert. Wenn ich über Tiere rede, dann rede ich über sowas wie das hier, was hier in diesen Fotos gezeigt ist, nämlich zum Beispiel Yaks in der Mongolei oder Bisons in Montana in den USA. Nun, diese beiden Fotos hier, die zeige ich, weil ich finde, daran kann man sehr schön sehen, dass auch wenn die Tierwelt sehr divers ist, gibt es immer noch Regelmäßigkeiten. Ich meine, hier sind wir in zwei ganz unterschiedlichen Kontinenten unterwegs. Das eine ist Zentralasien, das andere ist Nordamerika. Wir haben ähnliches Klima, wir haben ähnliche Vegetation, wir haben Grasländer und oben in den Bergen Nadelwälder und wir haben ähnliche Tierwelten, nämlich in Form von Yaks bzw. Bisons. Aber das wollen wir ein bisschen allgemeiner fassen. Also will ich nochmal zurückgehen auf das Bild von Biosphäre als thermodynamisches System, als ein System, was im Nichtgleichgewicht ist, was also sowohl aus Produzenten besteht als auch aus Konsumenten. Also Produzenten, der Teil, die Pflanzenwelt, die mit Photosynthese Kohlenhydrate erzeugt. Und diese Kohlenhydrate sind chemische freie Energie, mit der kann man Reaktionen antreiben, man kann was leisten. Und das ist dann die Energiequelle, mit der die Konsumenten, also die Tierwelt letztendlich auch, die damit eingeschlossen ist, die können mit dieser chemischen Energie dann ihre metabolische Aktivität betreiben und da wird dann Wärme freigesetzt in die Umgebung. Und das habe ich in dieser Abbildung hier nochmal kurz zusammengefasst. Also wir haben solare Einstrahlung, die dient sowohl als Energiequelle für die Kraftwerke, die wir ja auch schon besprochen haben, also für den Antrieb von Bewegung, Antrieb des Wasserkreislaufs, die also das Klimasystem antreiben und damit die Umwelt formen. Die Umwelt spielt natürlich die Rolle für die Produzenten, in denen es die Ressourcen, die Nährstoffe bereithält und aber auch für Transport sorgt. Und die Sonne spielt die Rolle, dass sie eben die Energiequelle für die Photosynthese darstellt, wo also Ladung getrennt wird und dann die elektrische Energie letztendlich in chemische Energie umgebaut wird, die dann zu Kohlenhydraten und Ähnlichem führt. Und diese Energie wird dann letztendlich eben veratmet, durch die Metabolismen abgebaut, also umgewandelt von chemischer Energie in Wärme. Und diese Wärme wird dann freigesetzt in die Umwelt, dann letztendlich abgestrahlt ins Weltall als Strahlung mit einer hohen Entropie. Und wenn man das Bild so betrachtet, dann sieht das eigentlich erstmal so aus, naja, also je mehr Konsumenten wir haben, desto weniger Produzenten haben wir, weil die müssen ja schließlich was essen. Und so wirkt das nicht so, als ob die irgendwie ein Teil von einer Maximierung wären, sondern eigentlich sieht das eher so nach einem Nachteil für die Produzenten aus, dass je mehr Konsumenten man hat, desto weniger leistungsfähig werden die Produzenten der Biosphäre. Also möchte ich eingehen auf ein paar Effekte, die damit verbunden sind mit der Gegenwart von Konsumenten oder eben halt auch von Produzenten, um das einzustimmen. Und zwar über 3 Effekte, die nämlich zum einen, was die Produzenten machen, die verändern auch letztendlich die können sich selbst optimieren und den Transport verstärken, sie können die Ressourcenverfügbarkeit erhöhen und ganz am Ende letztendlich auch die Strahlungseigenschaften der Atmosphäre verändern und damit eben die Randbedingungen für die Kraftwerke des Erdsystems verändern. Und durch diese 3 Themen möchte ich heute durchgehen als Beispiele. Das ist sicherlich nicht vollständig und es gibt bestimmt auch noch jede Menge andere Beispiele, die man nehmen kann und vielleicht eben halt auch ein paar Ausnahmen. Bei der Photosynthese, da hatten wir in Urknall, Weltall und das Leben auch schon gesehen, dass also, wenn man sich anguckt, wie eigentlich Thermodynamik die Leistungsfähigkeit der Produzenten limitiert, dann ist das letztendlich durch den Gasaustausch. Also es ist nicht die
das Sonnenlicht selbst, was limitiert, sondern was die geringe Effizienz der Photosynthese erklären kann. Das ist hier oben rechts in dieser Karte gezeigt. Diese geringe Effizienz von ein paar Prozent, maximal 3, in der Regel eher so 1 bis 2% Effizienz. Woran das liegt, ist, dass Pflanzen Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen müssen und dabei jede Menge Wasser verlieren. Das ist der sogenannte Gasaustausch. Ich habe hier das links auch nochmal dargestellt. Das ist hier auf der X-Achse dargestellt, ist Verdunstung aus einem Datensatz von Verdunstung, der nennt sich Gleam. Auf der Y-Achse Photosynthese, auch Daten, die aus oder Berechnungen eines Modells, was Photosynthese abschätzt, aus Satellitendaten. Und man sieht, dass die sehr gut miteinander korrelieren. Und das ist eben genau dieser Gasaustausch, dass also Pflanzen Wasser für Kohlendioxid sozusagen eintauschen. Und dann sieht man entsprechend, dass die photosynthetische Effizienz eben halt auch sehr gut eben diese Muster von der Verdunstung wiedergeben. Also da, wo mehr verdunstet wird, wird eben halt auch mehr CO2 aufgenommen. Und da, wo weniger verdunstet, entweder dadurch, dass es eben saisonal auch Winter gibt oder in Wüsten, da ist dann entsprechend auch die Effizienz geringer. Und so wirkt das erstmal so, naja, der Gasaustausch, der limitiert hier, also indirekt die Thermodynamik begrenzt die Verdunstung. Das hatten wir auch schon gesehen in einem anderen Video auf Urknall, Weltall und das Leben zum Wasserkreislauf. Wird also limitiert und weil die Verdunstung limitiert wird, wird letztendlich auch der Gasaustausch limitiert. Aber Pflanzen haben Optionen. Sie können also sich anpassen und ich hatte ja über diese 3 Beispiele schon genannt, wie Pflanzen eben oder wie die Biosphäre sich eben optimieren kann. Und ein Beispiel, das erste Beispiel, was ich nennen will, das finde ich ganz faszinierend, das hat mit fraktalen Netzwerken zu tun. Und das sind solche Netzwerke, die hier gezeigt sind in diesen Bildern. Auf der linken Seite sehen wir ein Abflusssystem. Das hat sich nach einem Niederschlagsereignis am Strand gebildet innerhalb von einer Viertelstunde. Und man sieht diese Verästelung, diese baumartigen Strukturen. Und diese baumartigen Strukturen sieht man natürlich auch in Bäumen oder beziehungsweise in Blättern. Also es gibt hier so ein Adernetz in Blättern zum Beispiel, wie hier auf der rechten Seite, wo man auch so eine ähnliche Struktur sieht. Dazu gab es bereits vor 20 Jahren ganz faszinierende Arbeiten von amerikanischen Wissenschaftlern um Jeffrey West, die gezeigt haben, dass diese fraktalen Verteilungsnetzwerke die Dissipation durch Reibung minimieren. Das heißt also, Pflanzen, wenn sie Wasser aufnehmen aus dem Boden und in die Atmosphäre bringen, dann bauen sie diese fraktalen Strukturen auf und minimieren dadurch die Reibungsverluste. Das ist hier auch nochmal dargestellt, dieses faszinierende Paper hatte ich hier nochmal dargestellt eben. Das ist sowohl, man findet diese Verteilungsnetze sowohl in Pflanzen, wie hier oben rechts gezeigt, oder auch in den Gefäßsystemen in Säugetieren hier auf der linken Seite. Und was aus diesen Arbeiten herauskommt, ist eben, dass letztendlich die metabolische Rate, die Umsatzrate in der Biosphäre sowohl von Pflanzen als auch von Tieren in der Regel mit der Masse, mit der Biomasse hoch 3/4 skaliert. Also das bedeutet also, je größer oder je mehr Biomasse im Spiel ist, desto höher wird die Dissipation oder die metabolische Aktivität, aber eben nicht proportional, sondern eben etwas weniger, also mit anderen Worten, größer ist ein gewissen Grad effizienter. Also empirisch gab es dieses Gesetz schon seit langer Zeit, ist bekannt als das sogenannte Kleibersche Gesetz. Wenn wir uns jetzt Pflanzen angucken oder Bäume, ich habe hier mal einen echten Baum links, das ist eine Eiche, da sieht man schön dieses Netzwerk, um eben dieses Volumen von Luft zu verbinden. Und rechts habe ich das ein bisschen stilisiert, schematisch dargestellt, um dieses fraktale Netzwerk, was eben die Reibungsverluste minimiert, dann in Kontext zu setzen, was das eigentlich für den Gasaustausch bedeutet. Fangen wir mal unten an, also im Boden, auch wenn wir es nicht sehen, haben wir da ja letztendlich auch so ein fraktales Netzwerk, nämlich vom Wurzelsystem. Also wir haben Feinwurzeln, die mit gröberen Wurzeln zusammen verbunden sind und so weiter, die das Wasser aus einem großen Volumen vom Boden entziehen und an diesen einen Punkt hier am Stamm zusammenbringen. Dann gibt es Xylemtransport, also Gefäße mit unterschiedlichen Größen. Auch da gibt es Optimierungsansätze für, um das zu verstehen. Und letztendlich wird das dann oben in der Baumkrone, bildet sich wieder ein fraktales Netzwerk auf, bis in die Blätter mit den
Gefäßnetzen da, wo dann letztendlich das Wasser zur Photosynthese gebracht wird und wo der Gasaustausch stattfindet. Und hier können wir also jetzt sehen, das ist also jetzt ein detaillierteres Bild, aber was letztendlich passiert ist, Bodenwasser kommt in die Atmosphäre, wird da verdunstet und wenn eben dieser Gasaustausch, der ist letztendlich diffusiv, also zum einen oder beziehungsweise im Boden ist es auch diffusiv, wie das Bodenwasser in die Wurzel reinkommt. Oben am Interface zwischen Blatt und Luft ist es auch diffusiv. Wenn das also limitiert, was kann man da machen? Naja, man kann möglichst viel Oberfläche schaffen, um da Austauschmöglichkeiten zu haben. Also mit anderen Worten, wenn wir also eine fraktales Kronendach haben mit vielen Blättern, die Austauschfläche bieten, dann können wir damit auch den Transport erhöhen. Nun stehen Bäume nicht alleine, sondern sind in der Regel in Gemeinschaften und auch hier kann man wieder sich angucken, wie sowas optimal gestaltet werden kann, thermodynamisch. Auch da gibt es faszinierende Arbeit von der Gruppe von Jeffrey West, beziehungsweise das war von Brian Enquist, auch von vor etwa 20, 25 Jahren. Also wenn wir uns jetzt angucken wollen, was passiert denn jetzt oder wie entwickeln sich denn jetzt Gemeinschaften von Bäumen, während sie wachsen und Bestand bilden? Nun gut, also wir haben Individuen, also wenn wir anfangen und sagen, okay, wir haben ein leeres Feld oder eine leere Fläche und dann kommen die kleinen Sämlinge und gibt kleine Bäume. Jedes Individuum letztendlich hat eine gewisse metabolische Aktivität, die skaliert dann wieder mit 3/4. Und auf der anderen Seite irgendwann limitiert die Umwelt, mit anderen Worten, die Gesamtumsatz ist konstant. Dann folgt daraus letztendlich, dass die Bestandsdichte, also die Zahl von Individuen pro Quadratmeter, dass die eben abnehmen sollte mit der Größe hoch minus 4/3. Und das ist genau das, was man eben halt auch in Beobachtungsdaten sieht. Mit ein bisschen Schwankungsbreite, ist natürlich eine Log-Skala hier auf diesem Graphen. Aber man sieht, dass das über viele Größenordnungen kann man sehen, dass es letztendlich dieser Skalierung folgt, die aus dieser Optimierung bzw. aus dieser Umweltlimitierung, aus der Kombination von beiden folgt. Also hier haben wir uns jetzt also diesen ersten Punkt hier angeguckt, also letztendlich wie Produzenten ihren Transport optimieren können. Aber sie können eben halt auch noch mehr machen. Sie können zum Beispiel auch die Ressourcen erhöhen. Also da hatten wir auch schon Beispiel gesehen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt klimatisch uns verschiedene Regionen angucken, dann gibt es Regionen, wo Wasser limitiert ist. Das heißt also, es gibt Zeiten, wo eben kein Niederschlag fällt, aber verdunstet werden kann. In Zeiten, wo verdunstet werden kann, können Pflanzen dann eben halt auch eigentlich Gasaustausch bewerkstelligen, wenn sie dann Zugang zu Wasser haben. Und das können sie damit erreichen, indem sie Wurzelsysteme bilden und Wasser, was im Boden gespeichert ist, nutzen. Je tiefer diese Wurzelsysteme sind, desto mehr Puffer, desto mehr Speicher können sie sozusagen nutzen. Und dadurch können sie letztendlich dann die Perioden vom Gasaustausch verlängern, wenn es eben Perioden gibt, wo kein Niederschlag fällt. Also mit anderen Worten ist das ein Beispiel für, wie die Biosphäre oder die Pflanzen eben auch ihre Ressourcenverfügbarkeit erhöhen können. Aber jetzt möchte ich dann doch auf die Tierwelt eingehen. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf diesem Bild wieder zurückkommen, auf die Rolle der Konsumenten. Also, was können die Konsumenten machen? Oder beziehungsweise gibt es irgendwelche positiven Effekte von Konsumenten? Und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Gibt es auch Hypothesen innerhalb der Ökologie, die genau das aussagen. Und da möchte ich darauf eingehen, auf die Rolle von der sogenannten also auf Englisch heißt das Optimum Grazing Hypothesis. Im Deutschen wäre das die optimale Beweidungshypothese, würde ich mal so grob übersetzen. Worum geht es? Naja, also die Pflanzen brauchen dann mehr als nur Licht, CO2 und Wasser. Sie brauchen auch andere Nährstoffe, also insbesondere Stickstoff und Phosphor. Das brauchen sie für Aminosäuren, brauchen sie für sogenanntes ATP, also Energieträger, fürs Erbgut und so weiter. Und diese Nährstoffe sind häufig in gewisser Form limitierend. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass also ein Bestand wächst und die Biomasse wird größer, dann wird in der Regel erstmal die Produktivität wird auch größer, weil größere Pflanzen haben mehr Blattfläche, können mehr Photosynthese betreiben. Also mit mehr Biomasse höhere Produktivität. Und wenn wir die Nährstoffe außer Acht lassen, dann würde das irgendwo hier konvergieren gegen diesen Limit, diese Grenze von Gasaustausch, die ich eben beschrieben habe. Also einfach dadurch, dass eben der Verdunstungsfluss begrenzt ist, thermodynamisch, und dadurch auch die CO2-Aufnahme begrenzt ist.
Wenn jetzt Nährstoffe noch mit reinkommen, also beziehungsweise als Begrenzung reinkommen, dann können diese limitierend wirken. Und zwar, wenn zum Beispiel nur eine gewisse Menge an Stickstoff oder Phosphor reinkommen. Also gerade Phosphor ist ein ziemlich kritisches Element, weil es eigentlich nur über die Verwitterung von Gestein neu gewonnen werden kann und ansonsten eigentlich die flüssige Phase nicht so gerne mag, und als Gas gibt es Phosphor auch nicht. Deswegen ist das eine ziemlich trickige Angelegenheit mit dem Phosphor. Also wenn wir eine gewisse Menge an diesen Nährstoffen im Ökosystem haben und die Produktivität nimmt zu, Biomasse wird aufgebaut, dann wird ein Teil von dieser Ressource von Phosphor oder Stickstoff verbaut in Biomasse und entsprechend weniger ist in der Umwelt verfügbar. Das heißt also, je mehr die Biomasse zuwächst, desto weniger von diesen Nährstoffen ist verfügbar und können eben entsprechend limitierend wirken. Wenn es jetzt aber Tiere gibt und die Tiere, also insbesondere Graser wie eben Kühe oder Yaks oder Bisons, und die essen diese Biomasse, haben einen Verdauungstrakt, der warm und feucht ist und damit den Abbau von organischem Material sehr flink bewerkstelligen können, dann können sie diese Nährstoffe zurückführen und dadurch gibt es eben die Möglichkeit, dass dadurch die Produktivität des Graslands erhöht wird. Das ist eben diese Hypothese von einem gewissen Herrn McNaughton aus den 70er Jahren, dass gerade in so natürlichen Grasländern die Graser eine ganz wichtige Rolle spielen, weil sie eben die Produktivität der Grasländer aufrechterhalten. Also eine Form von Leistungsmaximierung in gewisser Weise, weil eben Biomasse aufgebaut wird bei einer maximalen Rate unter der Randbedingung, dass eben die Nährstoffe limitierend sind. Wenn es mehr Nährstoffe gibt, dann in diesem Diagramm habe ich das mal gezeigt, wenn es also mehr Nährstoffe gibt, dann verschiebt sich diese Nährstofflimitierung und entsprechend wird das Maximum von Produktivität hier höher. Also haben wir hier ein Beispiel davon, wie also Konsumenten durchaus dadurch, dass sie die Ressourcenverfügbarkeit erhöhen, positiven Effekt auf die Produzenten haben und so auch zur Leistungsmaximierung der Biosphäre beitragen können. Wie Sie vielleicht sehen, ist es natürlich auch schon relativ qualitativ. Wäre wunderbar, wenn man das quantitativer machen könnte, aber da sind wir, fürchte ich, noch ganz gut entfernt davon. Und jetzt möchte ich noch als letztes Beispiel auch noch ein weiteres Beispiel geben, wie Leistung maximiert werden kann und auch insbesondere mit Phosphor, und das ist ganz faszinierend, habe ich hier dargestellt, und das sind Nahrungsnetze. Und zwar, was normalerweise mit Phosphor passiert ist, dass der relativ leicht ausgewaschen werden kann, dann ist er im Wasser, wird mit Sedimenten zum Meer gebracht, dann entsprechend ist der Phosphor weg. Aber es gibt ja eben Nahrungsnetze. Da gibt es eine ganze Reihe von Literatur inzwischen, die auch argumentiert, dass also diese Nährstoffe letztendlich dann schon wiederverwendet werden, nämlich von irgendwelchen Meereslebewesen aufgenommen werden. Und dann gibt es Seevögel, die essen die Meereslebewesen, aber die Seevögel leben dann an Land, bringen also den Phosphor wieder zurück. Oder es gibt Fische, die im Delta, also im Amazonas gibt es das Beispiel, dass die Fische im Delta laichen und dann entsprechend die Nährstoffe im Lebenszyklus wieder flussaufwärts bringen. Die Fische werden dann von Fischottern oder anderen Tieren gegessen, wieder aufs Land gebracht. Und so könnte man Nahrungsnetze eben halt auch als einen Mechanismus verstehen, wie Phosphor, der schon bergab geflossen ist, einem physikalischen Gradienten folgend, durch die Tierwelt wieder bergauf getragen werden kann und damit auch wieder den Produzenten zur Verfügung steht. Gut, und das letzte Beispiel, was ich geben will, ist, wo die Biosphäre dadurch, dass sie eben halt auch Sauerstoff und CO2 verändert hat in der Erdgeschichte, kann es eben halt auch gleich den ganzen Strahlungsantrieb des Planeten verändern und damit eben halt auch die Leistung des Kraftwerks und damit auch den Gasaustausch der Biosphäre. Aber hier, das ist natürlich noch hypothetischer und wäre natürlich wunderbar, das quantitativ noch mehr zu testen. Und so möchte ich auch schon zum Ende kommen. Also die Rolle der Tierwelt, damit haben wir angefangen. Ich denke, zumindest kann man sich das so vorstellen, dass die ein Teil davon sind, wie die Leistungsfähigkeit der Biosphäre aufrechterhalten wird oder auch sogar gesteigert werden kann, nämlich dadurch, dass Nährstoffe
entgegen physikalischer Gradienten wieder zurücktransportiert und wieder verwertbar und wieder nutzbar gemacht werden können. Ja, und damit bin ich am Ende und freue mich wie üblich über Fragen und Kommentare unterhalb des Videos.